Moment mal. Wir sind ja wieder in der Natur. Nachdem wir jetzt 2 Wochen in der Werkstatt gewohnt haben und Merlin einen neuen Motor eingebaut hat, fährt der Bus endlich wieder und er fährt besser als je zuvor. Bevor wir jetzt aber so richtig weiterfahren können, müssen wir erstmal diesen Motor langsam einfahren. Deswegen heißt es jetzt Kilometer machen. Wir sind gestern schon bis nach Tours gefahren und wieder zurück. Und wenn alles gut geht, dann kriegen wir Ende der Woche das finale Go von unserem Mechaniker Jeff und können unsere Reise endlich fortsetzen. Wir haben hier jetzt einen richtig schönen Platz gefunden und das tut voll gut, wieder in der Natur zu sein, oder? Ja, nach 2 Wochen Motoröl und Maschinenölgeruch ist schon ganz schön, mal wieder Pinien zu riechen. Ja, das Wetter sieht jetzt nicht so toll aus, aber passt schon. Wir haben jetzt mittlerweile schon 600 Kilometer geschafft und das fährt sich richtig gut. Das Auto ist einfach so viel leiser als vorher und auch einfach alles, so das Anfahren und Beschleunigen oder auch am Berg merkt man einfach, ja, dass es ein komplett neues Auto ist. Und ja, es macht richtig Spaß und wir müssen vor allem jetzt halt gucken, dass wir dieses Auto sachte einfahren. Wir versuchen immer so um die 80, 90 zu fahren, fahren möglichst gerade Strecken, nicht zu anspruchsvoll, damit der Motor schön auf eine gleichmäßige Temperatur kommen kann. Weil wir da jetzt so viel neu drin gemacht haben, dass diese ganzen Teile erstmal sich langsam quasi einfinden müssen und sich dran gewöhnen müssen. Hallo! Und ja, das machen wir jetzt gerade und am Donnerstag geht es dann nochmal zurück zu Jeff. Und dann gibt es nochmal die finale Kontrolle, da gucken wir dann nochmal zusammen, dass alles gut ist, dass alle Schrauben noch da sind, wo sie sind, dass alles hält und dass wir natürlich alles weiterhin dicht ist und wir keine Flüssigkeiten verlieren. Aber bis jetzt sieht es echt gut aus. Tschüss, Leute. Oh, der Wurst. Hast du die Fußklappsperre reingemacht? Ja. So brachen. Ikea. Oh. Eigentlich alles wie früher, Regen- und Herbstwetter und wir gehen zu Ikea. Toll. Wie wann früher? Als ich klein war. Seid ihr mal im Herbst zu Ikea gegangen? Früher habe ich immer meine Eltern überredet, dass wir zu Ikea gehen. Dann hatte ich so 1 Stunde Spaß und dann war mir langweilig. Ja. Warst du im Spieleparadies? Haben die dich abgegeben? Ich wollte ja Möbel angucken. Achso. Können wir die bitte haben? Oh, wir wollten Lotte so eine Decke holen, weil Ja, langsam wird's kalt. langsam wird es kalt und sie friert schnell und dann müssen wir sie mal mit unserer Decke zudecken. Und das ist eine Decke für Babys und da sind Dackel drauf. Na dann. Oder das sind noch nicht mal Dackel, das sind so lange Würste, so wie der Wurm. Ja, oder? Ja. Oh. Okay, damit hätten wir schon mal eine Sache erledigt. Hallo. Na, hast du gut aufgepasst? Wir haben dir was mitgebracht, Lotti. Du hast was bekommen. Pommes. Nein, Achtung. Ja, also, ich muss ja mal kurz hier was erzählen. Und zwar, Frankreich ist jetzt wirklich nicht das Land, was auf die Welle der veganen Ernährung so richtig aufgesprungen ist. Also irgendwie gibt es hier gefühlt nichts. Zumindest außerhalb der Metropolen. Ja, aber auf Ikeas Palast und hier gibt es den Veggie Dog. Und den haben wir uns jetzt gegönnt. 4-mal. Und 2-mal Pommes. Okay. You want it? You got it. Geil. Schön mit Reiszwiebeln. Mm. Oh ja. Und hab's. Super. Schau mal hier. Wir haben dir was mitgebracht. Schau mal hier. Oh, ist das eine Decke für Babys? Mit Dackeln noch? Oh, schau mal wie süß. Oh.
da sind ganz viele Hunde drauf, die sehen aus wie du. Die sehen aus wie du. Oh, das ist doch cute. Ja, wie findest du deine Decke, Melody? Warte, sag mal was. Achso, bevor die Frage kommt, das ist ein GPS-Tracker. Damit wir immer wissen, wo die ist. Ne? Kannst du mal ausbüchst. Bitte mal ausbüchst. Ich habe lecker gekocht. Schmeckt sie? Lecker. Ja. Wir sind übrigens wieder in Lacanau, da wo wir jetzt schon 4-mal waren. Ja, wieder am Meer. Also nicht direkt am Meer, aber fast. Wir sind ja gerade nicht nur unterwegs, um einfach nur Kilometer zu sammeln, sondern das Ziel von dieser ganzen Tour, die wir hier kreuz und quer durch Frankreich machen, ist vor allem auch, dass wir Erfahrungswerte sammeln, beziehungsweise auch einfach sehen, wie funktioniert das Fahrzeug jetzt. Deswegen checke ich zum Beispiel jeden Tag den Ölstand. Ich gucke regelmäßig in den Motor rein, auf den Zahnriemen und auch sonst unter das Auto, dass alles dicht ist, weil das Ganze, was wir hier machen, ist einfach eine riesengroße Testfahrt eigentlich. Und dann können wir nämlich morgen ist Donnerstag, zurück in die Werkstatt und falls jetzt noch irgendwas wäre, was zum Glück bis jetzt nicht passiert ist, könnten wir mit Jeff nochmal genauer gucken, was die Ursache dafür sein könnte, und wenn bis jetzt alles okay ist, dann ist es ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass ich irgendwie alles richtig gemacht habe und dass wir beruhigt weiterfahren können. Ja. Gib mal das Wasser bitte. Was ist für ein Wasser? Das ist Wasser. Welches Wasser? Das ist Frischwasser. Was ist die Regel Nummer 1, wenn man Wasser vor der Nase hat? Du meinst, wenn man eine Wasserstelle? Ein Wasserloch. Nicht das Wasser. I know. Findest du es nerviger mit einem Tank, den man rausnehmen muss, oder fandest du den festen Tank im Sprinter nerviger, den man immer befüllen musste? An einer Stelle. Ich glaube, ich finde das besser. Ich auch. Das ist halt Man kann nämlich immer dahin laufen, wo das Wasser ist, und muss nicht das Auto dahin fahren. Ja, aber man muss ja halt immer so ein bisschen rumräumen. Also, okay, eigentlich muss man nur diesen Deckel aufschrauben und den Schlauch rausholen. Nee, ist schon besser. Komm, dann kannst du jetzt auch bei der Raststätte einfach irgendwo reinlaufen. Und das machen wir auch voll oft. Also, ja, wenn da irgendwo ein Wasserhahn ist, dann laufen wir da einfach hin. Ja. Oh. Wassercheck. Das sind nur 2. Das sind nicht nur 2. Das ist so ein viel Spaß. Ich wurde jetzt gerade da reingeschickt, um 4-mal so Tütencroissants zu kaufen. Das ist der einzige Laden in ganz Frankreich, in dem ich vegane Croissants gefunden habe. Du darfst es nicht als Croissants bezeichnen, damit jeder Franzose aus den Latschen kippen. Das sind irgendwelche Aufpackdinger. Naja. Aber sie sind vegan. Aber sie sind vegan. Ja. Haha. Geil. Na dann zum Strand. Zum Strand. Wir nehmen das ein bisschen zu ernst mit dem Baguette. Wir essen jeden Tag Baguette, seit wir in Frankreich sind. Und wir sind jetzt seit bald 2 Monaten in Frankreich. Naja. Und schau mal, ich habe Lottas süße neue Decke als Picknickdecke mitgebracht. Jetzt noch ein letztes Mal am Strand in Lacanau. Waren jetzt doch öfters hier, als wir dachten ursprünglich. Ja. Aber ist eigentlich mega schön gerade. Ich finde es voll schön, so im Herbst am Meer. Ist toll. Und wir haben jetzt jede Phase der Hoch- bzw. dann Nebensaison mitbekommen. So, Das als das erste Mal hier war es krass voll. Und jetzt hier ist fast gar nichts mehr los. Jetzt voll ausgestorben, nur noch ein paar Surfer. Ja. Okay, gut. Gut.
Transporter Garage, we're back! Ready. So no, did you have to refill the oil? Just one time, a little bit, but You can put the oil out. yes. While you are doing that, I will have a look. If I see something wrong, I will check if everything is tight, and after it's okay. Jetzt sind wir wieder in der Transportergarage. Das war ja irgendwie unser Zuhause für 2 Wochen. Und wir haben hier sehr viele nette Leute kennengelernt und freuen uns, dass wir jetzt nochmal hier sind und nochmal alles durchchecken und vor allem alle auch nochmal sehen. Und dann hoffentlich später hier mit einem guten Gefühl rausgehen und auf unsere Reise starten können. Alles gut. Wir verlieren kein Öl. Der Motor läuft. Sau gut. Und dann den Daumen alles richtig bekommen. gemacht. Wir dürfen weiter. Ja. Voll gut. Good job. Yeah. So, das war jetzt zwar ein langer Tag, wir haben aber nicht wieder den Motor auseinandergenommen oder irgendwas. Das ist alles gut, wir haben alles gecheckt. Wir haben noch ein paar andere Kleinigkeiten gefixt, unsere Hupe geht jetzt wieder und so weiter. Und wir hatten einfach noch eine schöne Zeit jetzt hier zusammen mit Jeff und mit Christoph und mit Pierre und mit allen, die hier arbeiten. Und jetzt sind wir soweit, um weiterzufahren. Und ich bin fast ein bisschen traurig, muss ich sagen. Wir haben jetzt so lange, so viel Zeit hier verbracht und uns so wohl gefühlt, uns so willkommen und gut aufgehoben gefühlt. Wir haben so viel gelernt und ja, es war einfach eine richtig, richtig coole Erfahrung. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal, wir haben es schon ganz oft persönlich gesagt, aber ich möchte mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bedanken dafür, dass wir hier so gut aufgenommen wurden und dass wir hier einfach unser Ding machen durften. Und ja, es war eine tolle Zeit und wir können es nur empfehlen, Transporter Garage, schaut mal bei denen vorbei. Falls ihr einen T3 oder einen T4 habt und in Südfrankreich seid, dann kommt hier vorbei. Die haben zwar genug Arbeit, aber sie sind sehr, sehr herzliche Menschen. Und wir fahren jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier vom Hof. Ja, aber ich freue mich. Leute, es geht weiter. Die Reise kann weitergehen. Endlich. Der Motor fährt, das Auto fährt und let's go to South Africa. Alright, let's go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dankeschön. And we'll see you in 3 years. 3 years, not before. Yes. I fed up. Ciao. Raus. Salut. Salut. Bye. Au revoir. Au revoir. I send you the contact for Etienne. Yes, perfect. Okay Leute, die Reise geht weiter. Wir sehen euch nächste Woche aus Spanien wieder. Schön, dass ihr alle da seid. Macht's gut. Ciao. I'm going way out into the Herzlich willkommen in Tours. Wir sind... Ich mach das nicht aus, glaube ich. Ja, Tour meine ich halt. Warte mal. Wir sind ja gar nicht mehr in der Werkstatt. Ganz kurz so. Soll ich noch Stadt oder was? Drehen wir hier ein Video. Okay. Ich habe hier ein Ticket gezogen.